For the last couple of weeks we've been looking at the life of Gideon, haven't we? Aber die letzten paar Sonntage haben wir uns Gideon und sein Leben angeschaut. We looked at how God sees us differently to how we see ourselves. Und wir haben uns angeschaut, dass Gott uns ganz anders sieht, als wir uns selber sehen. When the angel of the Lord called Gideon a mighty warrior. Als der Engel des Herrn hat ihn einen tapferen Held genannt. And then we looked again at how we are not to have idols before God. Und dann haben wir uns angeschaut, dass wir keine Götzen, keine Idole vor Gott haben sollen. We're not to have false gods in our lives. Dass wir keine falschen Götter in unserem Leben haben. And then Kevin mentioned a book that he'd been reading called Do It Afraid. Und dann hat Kevin ein Buch genannt und das heißt, tu es, obwohl du Angst hast. And we're going to look a little bit at that topic in a minute. Und das werden wir uns in ein paar Minuten anschauen. But first, I'm going to share with you something I saw on Facebook. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, was ich auf Facebook gesehen habe. Doesn't mean that it's true. Das heißt nicht, dass es wahr ist. But I read this and it really struck me. Aber ich habe das gelesen und es hat mich echt getroffen. And it was a quote from the Bible and it said, "Behold, I am doing a new thing." Und das war ein Zitat aus der Bibel, das heißt, siehe, ich mache etwas Neues. And then underneath it said, new means new. Und drunter stand, neu meint neu. And that went boom, right into my heart. Und das hat mich total getroffen, ist direkt in mein Herz gegangen. New means new. Neu bedeutet neu. Doesn't mean similar. Bedeutet nicht ähnlich. It means new. Es meint neu. And that really struck me. Und das hat mich wirklich berührt. Because sometimes new can be quite scary. Weil manchmal kann neu ziemlich Angst machen. I am starting a new job next week. Ich fange nächste Woche eine neue Arbeit an. I've never done it before. Ich habe das noch niemals zuvor gemacht. And part of me is like super excited. Und ein Teil von mir ist total aufgeregt und begeistert. But another part of me is anxious. Aber ein anderer Teil von mir hat so ein bisschen Angst. What if I mess it up? Oh, wenn ich es alles vermassel. What if I just don't know what to do? Wenn ich einfach nicht weiß, was ich tun muss. What if I'm too old to learn new things? Was, wenn ich zu alt bin, um neue Dinge zu lernen? Now I know most of you or practically all of you in this room don't know how that feels. Also ich glaube, keiner von euch weiß, wie sich das anfühlt. But believe me, do you know, I said to my future boss, also ich habe zu meinem zukünftigen Chef gesagt, I said, please understand that when you get to my age, it's not a myth that things take longer to learn. Also ich habe ihm gesagt, also wenn du in mein Alter kommst, ist es kein Mythos, dass es ein bisschen länger brauchst, bis du Dinge kannst. I said, if you're okay with that, I'm okay with that. Wenn das für dich okay ist, dann bin ich damit auch okay. She said she's okay with that. Und sie hat gesagt, kein Problem. Get out of jail free card. Ja, eine Wildcard. Anyway, new can bring sometimes some feelings of anxiety. Und neu kann so Gefühle von Besorgnis und Angst hervorrufen. And I was thinking today about Palm Sunday, as Kevin has already preached. Und Kevin hat schon über Palmsonntag gepredigt und ich habe darüber nachgedacht. I wonder how Jesus felt riding into the city that day. Ich habe mich gefragt, wie hat sich Jesus gefühlt, als er an diesem Tag nach Jerusalem eingezogen ist? I wonder if Jesus at any moment had anxiety. Ich habe mich gefragt, ob Jesus einen Augenblick lang Angst und Besorgnis hatte. The Bible doesn't tell us that he had anxiety in that moment. Die Bibel sagt da nichts darüber, dass er in diesem Augenblick Angst hatte. But we do know that nobody knew the word of God like Jesus. Aber wir wissen, dass niemand so wie Jesus das Wort kannte. So he knew exactly what was coming. So er wusste genau, was kommt. Now he was fully man and he was fully God. Also er war völlig Mensch und völlig Gott. And Jesus had emotions. Und Jesus hatte Gefühle. Emotions are not a bad thing. Gefühle sind nicht schlecht. Do you remember Kevin preaching a while back about emotions? Anybody? Kann sich jemand erinnern, dass Kevin über Emotionen gepredigt hat vor einer ganzen Zeit?
I won't ask you to put up your hand because sometimes I don't remember what was preached last week, let alone last year. Also ich sage jetzt nicht, ihr sollt eure Hand heben, weil manchmal vergesse ich, was letzte Woche gepredigt wurde. But he likened emotions to, let's say, a child. Aber, again, please. A child. He likened emotions to a child. Compared. Ja, er hat die Gefühle mit einem Kind verglichen. And our lives like a car. Und unser Leben wie ein Auto. And he was saying that you wouldn't have a child drive a car. Ja. Und dann hat er gesagt, also du würdest ein Kind jetzt nicht dein Auto fahren lassen. The same as emotions should not be allowed to drive our lives. Also deine Emotionen sollten nicht dein Leben bestimmen. And he also said how emotions, you wouldn't put a child in the trunk of a car, in the boot of a car. Und du würdest dein Kind auch nicht in den Kofferraum tun. I mean, burying a child in the boot of a car, I mean, that is grim. Also das wäre echt schrecklich. And burying your emotions is also grim. Und wenn du deine Emotionen in den Kofferraum vergräbst, das ist auch schrecklich. No good comes out of that. Da kommt nichts Gutes raus. But he was saying that you have your emotions, they're in the back seat. Sondern hab deine Emotionen auf dem Rücksitz. They're not driving the car. Sie fahren das Auto nicht. They're not buried in the back. Sie sind nicht im Kofferraum vergraben, But they're in a safe place. sondern sie sind an einem sicheren Ort. And we need emotions. Und wir brauchen Emotionen. It's what tells us we're alive. Das ist unser Leben, das was sagt uns, dass wir lebendig sind, That we're functioning. dass wir funktionieren. You can read how Jesus experienced different emotions in the Bible. Und du kannst in der Bibel lesen, dass Jesus ganz verschiedene Emotionen erfahren hat. He experienced joy. Freude zum Beispiel. It says in Luke 10:21 that after the 72 disciples came back after witnessing and casting out demons, Und da lesen wir zwar in Lukas 10, Vers 21, als die 72 Jünger zurückkamen und sie die Dämonen ausgetrieben haben, Jesus was overjoyed to hear their testimony. da war Jesus erfüllt, voller Freude, dass er diese Zeugnisse gehört hat. We read in John 11 how he cried at the death of Lazarus when he saw the distress of Mary and Martha. Und wir lesen in Johannes 11, dass er geweint hat, als er die Trauer von Mary und Martha gesehen hat, als Lazarus gestorben ist. We see how he was angry in Mark 11 when he turned over the tables of the money changers. Und wir sehen, dass er ärgerlich war, als er in Markus 11 lesen wir das, als er diese im Tempel die Tische umgestupst hat. We see his compassion in Luke 7 where he raises the widow's son from the dead. Und wir sehen sein Erbarmen und seine Barmherzigkeit in Lukas 7, als er den toten Jungen von der Witwe auferweckt hat. And finally, we see his anxiety in the Garden of Gethsemane. Und dann sehen wir ihn auch im Garten Gethsemane, wo er besorgt war, wo Furcht da war. And I'm talking today about do it afraid. Und mein Thema heute ist, mach auch wenn du Angst hast. Fear is not always bad. Furcht ist nicht immer schlecht. I have a very, very healthy fear or respect of the sea. Also ich habe eine gesunde Furcht vor dem Meer. My daddy was a sailor. Mein Vater war ein Matrose, Seemann, ja. Yes. And from a very early age, my dad instilled in me respect the sea. Und als ich noch schon ganz jung war, hat mein Vater mir beigebracht, dass ich wirklich Respekt vor dem Meer habe. And anxiety or fear can cause a fight or flight reaction in people. Und wenn du Angst hast, dann kann das zwei verschiedene Reaktionen bewirken. Entweder wegrennen oder kämpfen. And that can be a good thing. Und das kann was Gutes sein. It causes you to focus. Das fokussiert dich. It causes you to act quickly when you're in danger. Das macht, dass du schnell handelst, wenn du in Gefahr bist. But anxiety, when it's not, when it's out of control, that can be very negative, very damaging.
Aber wenn Angst außer Kontrolle gerät, dann kann das sehr negativ und gefährlich sein. And it can also rob you of coming into what God has for you. Und es kann dich auch berauben und es wegnehmen, was Gott für dich vorhat. Now, I said that fear can sometimes be a good thing. Also ich habe gesagt, Angst kann manchmal eine gute Sache sein. I feel I have to tell you this testimony of my son. Und ich glaube, ich fühle so, ich muss euch ein Zeugnis von meinem Sohn sagen. My son is visiting today from England. Mein Sohn ist heute von England da. I sent him away to England 10 months ago to play football. Ich habe ihn vor 10 Monaten nach England geschickt, dass er Fußball spielt. What a sweet little boy he was. Ach, was da ein süßer kleiner Junge. He came back to me yesterday, Und gestern kam er zurück. tattooed and pierced. Tattoo und Pierce. Yeah, right. Ich dachte, okay, Just saying. ich sag's einfach mal. That's not the testimony. Also das ist nicht das Zeugnis. The testimony is when he was a young boy, Das Zeugnis ist folgendes. Als er ein kleiner Junge war, we went on holiday to an island called Jersey. da sind wir in Urlaub gefahren auf eine Insel, die heißt Jersey. For all you Americans, no, not New Jersey. Also nicht New Jersey, Jersey in the English Channel. sondern im Kanal Jersey, die Insel. And Joel, who does not have a healthy respect for the sea. Und Joel hat keinen gesunden Respekt vor dem Meer. Oh, sorry, I named and shamed. Sorry, son. Oh, he was lying on a surfboard. er lag so auf dem Surfbrett. He's like this. So, ja, wunderschön, einfach in der Sonne liegen. Sun in his face, Die Sonne scheint auf sein Gesicht. eyes closed, Die Augen sind zu. bobbing. Und er genießt es so und lässt sich schaukeln Not a care in the world. und kümmert sich um nichts Daydreaming, und träumt so dahin, probably about football, wahrscheinlich über Fußball thinking this is the life. und denkt, das ist ein tolles Leben. And then I noticed that he was actually getting carried out to sea. Und dann habe ich festgestellt, dass ihn die Strömung raus aufs Meer treibt. Now, he had no fear whatsoever. Also er hat überhaupt keine Angst. It would have been good if he had a little bit of fear about the sea. Also es wäre jetzt gut gewesen, wenn er so ein bisschen Angst und Respekt vor dem Meer gehabt hätte. But I saw him, and I have a respect for the sea, but fight or flight, baby, I ran into that sea. Aber ich habe Respekt vor dem Meer und in dem Augenblick, ich bin da ins Meer reingerannt und gestürmt, ganz egal was. I am not the strongest swimmer, but in that moment I had strength because the adrenaline just took over. Aber in dem Augenblick, also ich bin nicht der beste Schwimmer, aber in dem Augenblick habe ich alle Kraft zusammengenommen und bin rausgeschwommen, um ihn zu halten. Because I feared for my son's life and I needed to get him back. Weil ich habe um sein Leben gefürchtet und ich musste ihn zurückziehen in den sicheren Ort. And praise God I did. Und Gott sei Dank, ich habe das geschafft. So at times that fear can be what propels you. Also es gibt Zeiten, dass die Angst dich nach vorne treibt. When we look at when Jesus is in the Garden of Gethsemane, Wenn wir schauen, dass als Jesus im Garten Gethsemane war, we see how he was anxious in that moment. da sehen wir seinen Gemütszustand, dass er Angst hatte in dem Augenblick. You see, anxiety in itself is not a sin. Also seht ihr, das ist an sich keine Sünde. You see, maybe God is asking you to do something in this new season. Vielleicht fragt dich Gott, dass du was tust in dieser neuen Zeit. And you think, I can't, that's just too big, I can't do it. Und dann sagst du, nee, das kann ich nicht. But you know that God is speaking to you, that you just know in your spirit that witness is there. Aber du weißt, dass in deinem Innersten, dass Gott zu dir spricht und dass du da was tun sollst. And then the mind comes in, doesn't it, and tells you why it's impossible and all these things that could go wrong. Und dann kommt dein Verstand und sagt, das ist alles, was falsch gehen kann. Alles, was nicht gut ist. What do we do in that moment? Und was machen wir in dem Augenblick? The first thing we do in that moment, Das Erste, was wir in diesem Augenblick tun, we look at the example of Jesus. wir schauen was Jesus gemacht hat. Not my will, but your will be done, Father. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschieht. I'm not saying God will always ask us to do things we don't want to do. Also ich sage nicht, dass Gott uns immer bittet, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. But in those moments where we find it difficult to obey, Aber in den Augenblicken, wo du es schwierig findest, zu gehorchen, we remind ourselves, not my will, but your will be done. dann erinnert es uns,
nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Let's have a look at Mark 14, 32 to 36. Lass uns mal Markus 14 angucken. They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. There are times when we feel deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Wow, that's really intense, isn't it? Stay here and keep watch. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will. Und zwar lesen wir in Markus 14, 32 bis 36. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging etwas weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, diese Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. So what was it that kept him going? Also was hat ihn weitergehen lassen? What else can we learn from that moment? Was können wir noch aus diesem Augenblick lernen? We learned that in the first instance, even though he had anxiety, he trusted God and just said, you know, your will, not mine. Also wir sehen, dass obwohl es ihm gegraut hat und er erschrocken war und er Angst hatte, hat er gesagt, ich vertraue Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. But we also read in Hebrews 12 verse 2. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Aber wir lesen auch in Hebräer 12 Vers 2, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. He saw the result of his obedience. He knew the result of his obedience. Er hat es gesehen, er hat das Ergebnis seines Gehorsams gewusst und gesehen. He knew that his obedience to what God had called him to do would affect so much more than just him. Er wusste, dass das, was Gott ihn gebeten hat, dass er tun soll, dass es so viel mehr berührt als nur ihn. Knowing the joy set before him. Do you know what that joy was? That's you and me sitting here right now. Für die Freude, die vor ihm liegt. Und wisst ihr, was das ist? Das bist du und das bin ich. Wir, die jetzt hier sind. He endured it knowing that we would be sitting here, cleansed, forgiven. Er hat es erduldet, weil er wusste, dass wir hier sitzen würden, gereinigt und vergeben. And that gave him the strength to carry on. Und das hat ihm die Stärke gegeben, weiterzugehen. You know, when we step into the new, when God calls us to do something new, Wenn wir da in dieses Neue hineintreten und Gott uns in was Neues hineinruft, it has a knock-on effect. It's not just about you. da geht es nicht nur um dich, das hat einen Effekt, wo viele Sachen berührt. When Kevin and I came here to Germany, Als Kevin und ich hier nach Deutschland kamen, people thought we were crazy. da haben Leute gedacht, ihr seid verrückt. And they told us so. Und die haben gesagt, ihr seid verrückt. In fact, I think they called Kevin irresponsible bringing his family over here. Ich glaube, sie haben gesagt, dass Kevin unverantwortlich wäre, seine Familie nach Deutschland zu bringen. But we knew that God had spoken to us. Aber wir wussten, Gott hat zu uns gesprochen. Were we anxious? Hatten wir Angst? Of course. Natürlich. In fact, I was particularly anxious. Also besonders ich, Because knowing how disciplined Germany can be, weil ich wusste, dass Deutschland sehr diszipliniert sein kann. I thought it would kill me.
You got what? I thought it would kill me. Ach so, ich dachte, es würde mich umbringen. Yeah, you know what I'm talking about, you people who are not from Germany. Also ihr wisst, alle, die nicht aus Deutschland kommen, was ich meine. It took me years Es hat Jahre gedauert. to kind of, well, the culture shock. Das war wie so ein Kulturschock. I mean, I will never, what is it with standing on the escalator on a particular side? Was ist das? Wir stehen auf der Rolltreppe auf einer Seite. In the UK, you stand wherever you want, you do what you want. In UK stehst du ganz egal, was immer du machst, das kannst du selber entscheiden. My son, who was brought up in Germany and now lives in England, says he's never coming back. Mein Sohn, der jetzt, der in Deutschland aufgewachsen ist und aber jetzt in England ist, der sagt, er kommt nicht wieder zurück. And I just thought, I can't deal with this. This is not me. I need to be free. Ich muss frei sein, das bin ich nicht, das kann ich nicht. I'm too loud. Ich bin zu laut. I'm too passionate. Ich bin zu leidenschaftlich. But God told us to come here. Aber Gott hat uns hierher gerufen. And we knew he told us to come here to start a church. Und wir wussten, dass er uns gerufen hat, dass wir hier eine Gemeinde beginnen And sollen. when God tells you to do something that is bigger than yourself, which doesn't make sense in your mind, Und wenn Gott dich ruft, dass du was anfängst und was tust, was größer ist als du selbst und in deinem Kopf überhaupt keinen Sinn macht, he will give you that gift of faith to do it. dann gibt er dir dieses Geschenk des Glaubens, dass du das tun kannst. And that's what he did for us. Und das hat er für uns getan. And now, nearly 18 years later, Und jetzt, circa 18 Jahre später, as I'm standing here and just seeing all these wonderful faces und jetzt stehe ich hier und schaue in eure wunderbaren Gesichter from so many different nations, von so vielen unterschiedlichen Nationen. I'm so blessed. Da bin ich so gesegnet. Thank you, God, that we obeyed you. Danke Gott, dass wir dir gehorcht haben. Because he didn't just have us in mind, he had all of you guys in mind too. Denn er hatte nicht nur uns im Sinn, sondern euch alle auch. Isn't that incredible? Ist das nicht erstaunlich? I said we were going to talk about Gideon. Also ich habe gesagt, wir sprechen über Gideon. Now Gideon, you'll read in Judges, the end of Judges 6, Judges 7. Und das lesen wir in Richter 6, 7. God had called him to raise up an army to fight against the Midianites. Gott hat Gideon aufgerufen, eine Armee zusammenzustellen, um gegen die Midianiter zu kämpfen. Now I think Gideon was feeling pretty cool. He'd had a couple of victories under his belt in obeying God. Also er hatte schon so ein paar Siege, indem er Gott gehorcht hatte. He knew God was going to come through for him. Er wusste, Gott wird für ihn den Durchbruch bringen. Especially as he had 32,000 men. Insbesondere als er 2000 Männer hatte. So he's there thinking, I've got 32,000 men here. 42.000 Menschen. I've got God on my side. Also ich habe 42.000 Soldaten, ich habe Gott auf meiner Seite. Let's do this. Ja, das machen wir. Nothing can go wrong. Nichts kann schiefgehen. And then it happened. Und dann ist was passiert. Let's read. Lass uns mal lesen. Let's not. I didn't write that one down. Das habe ich nicht aufgeschrieben. So what happened? He had these 32,000 men. And then God said, we're whittling that down, son. Also es waren keine 42.000, sondern nur 32.000. Aber Gott hat gesagt, es sind immer noch zu viele. You see, because you've got 32,000 men, you can actually do this pretty much without me. Also wenn du 32.000 Leute an deiner Seite hast, dann kannst du es schon fast ohne mich machen. But I want you to do this with me. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du es mit mir machst. So the glory goes to God. Dass die Herrlichkeit und die Ehre zu Gott kommt. And people know that I'm with you. Und die Leute wissen, ich bin mit dir. That you know I'm with you. Und dass du weißt, ich bin mit dir. So through various means, Also durch verschiedene Umstände, Gideon's army of 32,000 da ist die Armee von 32.000 Soldaten, became downsized to 300. wurde minimiert auf 300. I would have been anxious, wouldn't you? Oh, da hätte ich echt Angst. Ihr nicht? I mean, 32,000, I would have felt pretty confident, you know? Also mit 32.000 wäre ich eigentlich ganz okay und zuversichtlich. But 300? Aber 300? Oh je. But God knew this, and so he gave Gideon some encouragement to help him through. Aber Gott wusste das. Also hat er Gideon eine Ermutigung gegeben, um ihm dadurch zu helfen. It says in Judges 7, 9 to 11. Und zwar lesen wir jetzt in Richter 7, 9 bis 11. During that night, the Lord said to Gideon,
get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack," isn't that nice? He gave him the benefit of the doubt. "If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah and listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp." So he and Purah, his servant, went down to the outposts of the camp. Richter 7, 9-11. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Steh auf und geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen? So lass deinen Burschen Purah mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Purah hinunter, bis zu dem äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. So, God had asked Gideon to do something pretty impossible. Also, Gott hat Gideon gebeten, was ziemlich Unmögliches zu tun. And then said to him, if you're afraid, Und dann sagt er, wenn du Angst hast, then do this. dann mach das. And as Gideon went to the camp, they heard the soldiers in the Midianite camp speaking to one another. Und als das dann Gideon gemacht haben, da haben die gehört, wie die Midianiter sich untereinander unterhalten haben. And one of them had a dream about a round loaf of barley tumbling down the hill and smashing into their tent. Und einer von diesen Midianitern hatte einen Traum, dass ein Brotlaib, ein Gerstenbrot, den Berg runterrollt und das ganze Camp überrollt. And the Midianite said, I think we're going to lose this. Und der Midianiter hat dann geantwortet, oh, ich glaube, wir werden verlieren. And as Gideon heard that, his faith rose again. Und als Gideon das gehört hat, ist sein Glaube auferstanden. You see, when you find yourself in that situation in obeying God and it seems really scary, Also wenn du in einer Situation bist, wo du Gott gehorchst und es scheint, oh, das überwältigt dich mit Angst. He's got your back. He's got you covered. Gott schützt dich, er ist an deinem Rücken. Go back to him and say, Father, I want to do this. I need a word of encouragement right now. I really want to do this, but I do feel afraid. Dann geh zum Vater und sag, Herr, Vater, ich brauche ein Wort der Ermutigung. Ich habe total Angst. Ich brauche jetzt dein Wort und dass du mich stärkst. And he will meet you in that point of need. Und in diesem Ort, wo du Not hast, da That's wird what er dir happened to begegnen. us. Das ist Loads of auch uns times. passiert. Ganz oft. God is so good. Gott ist so gut. And as he does that, you're encouraged even more to take that step of faith. Und während du das tust, und wenn du es tust, dann bist du noch mehr ermutigt, diesen Glaubensschritt zu machen. And the great thing is you don't have to wait to feel confident before taking that step. Und das Gute ist, du musst jetzt nicht warten, bis du dir sicher bist und zuversichtlich, bevor du diesen Schritt tust. Because in our weakness, his power is made perfect anyway. Denn in unserer Schwäche ist seine Stärke vollkommen. So sometimes we just got to do it afraid. We just got to take that step and know that he's going to come through. Manchmal müssen wir einfach diesen Schritt machen, obwohl wir Angst haben, und er wird für uns durchbrechen. And I just want to finish with this one little picture. Und ich möchte mit diesem Bild schließen. And I think for me it sums up everything. Und für mich fasst das alles zusammen. It's actually from Indiana Jones. Anybody know the Indiana Jones movies? Eigentlich ist es von dem Film Indiana Jones. Has anybody seen the third one? Cannot remember the name of it. Kennt jemand den dritten Teil? So if you've seen the third movie of Indiana Jones, you know exactly what I'm going to say, right? Also wenn ihr jetzt den dritten Teil geguckt habt, dann wisst ihr genau, was ich meine. There is a point when he has to cross a ravine. A ravine, is that the right word? A what? Like to a ravine, oder? Sorry? Thank you very much. But I don't know what it is. A ravine is when you have like a cliff this side and a cliff this Ja, side. okay. And it's Also like, er steht vor einer Schlucht. okay, so let's say it's the size of this stage, just for instance. We've got Also so ungefähr so breit wie unsere Bühne hier. one sheer drop of 2,000 feet there and one sheer drop of 2,000 feet there. Okay, also da geht es 2000 Meter runter und da geht es 2000 Meter runter. And to get to the promise, he had to cross the ravine. Und um dahin zu kommen, wo er will, muss er das überqueren irgendwie, muss er da irgendwie rüberkommen. Now he's like this.
Und er ist so, hängt so in der Luft ein bisschen, guckt mal. Isn't that our faith sometimes? Ist es nicht so, wie unser Glaube manchmal ist? So, I'll just try it, see if anything happens. ich gucke einfach mal, ich probiere mal so ein bisschen. But we don't quite have the courage to just step. Aber wir haben nicht den Mut, einfach den Schritt zu tun. And we can be like that, teetering, Und wir, sometimes for years. und wir können so rumwackeln und vielleicht für Jahre sogar. But as soon as Indiana Jones went like that, Aber sobald Indiana Jones einen festen Schritt gemacht hat, a bridge appeared under his feet. plötzlich ist eine Brücke unter seinen Füßen erschienen. He didn't fall. Er ist nicht He runtergefallen. was safe. Er war sicher. And sometimes that's how our path can be with God. Und so ist manchmal unser Weg mit Gott. He said, come on, cross over, cross over. Gott sagt, hey, geh rüber, geh rüber. I'm going to die if I do that right now, God. Also wenn ich das jetzt mache, dann werde ich sterben. Come on. Gott sagt, komm, komm, komm. And do you know, as soon as you do that, as soon as you step out in faith and obedience, Aber sobald du den Schritt machst, einen Glaubensschritt und von Gehorsam, he's holding you up right there. da hält er dich und hebt dich hoch. You're not going to fall. Du wirst nicht You're not fallen. going to die. Du wirst nicht sterben. He's holding you by his word, and there's nothing more powerful. Er hält dich durch sein Wort und es gibt nichts, was mächtiger ist. So I just want to end with that one phrase again. Und ich möchte mit diesem Satz schließen. Behold, I am making all things new. Siehe, ich mache alle Dinge neu. New means new. Neu meint neu. He's got this. Er hat das unter Kontrolle. Amen. Amen. Amen.